Willkommen zu Tag 2 unserer New York Moments. Es ist der 10. September 2023 und auch heute sind wir wieder früh unterwegs. Wir haben wieder mal viel vor. Unser Ziel für heute ist Brooklyn und wir starten auf Coney Island. Wir wollen nämlich an den Strand. Auf Coney Island, ja, denn Coney Island ist eine Halbinsel ganz im Südwesten von Brooklyn, durch den Coney Island Creek vom übrigen Festland von Brooklyn getrennt. Übrigens, Brooklyn ist der bevölkerungsreichste Bezirk in New York City. Hier leben fast 3 Millionen Menschen. Schöne Häuschen hier. Ja. Aber es gibt auch Häuschen, da muss ich sagen, Ja. Du hast ja alles noch bei Die Fahrt vom Times Square mit der Metrolinie N dauert eine gute Stunde. Aber ab der Manhattan Bridge fahren wir viel oberirdisch und die Fahrzeit vergeht ziemlich schnell, denn es gibt genug zu sehen. Nicht immer die schönsten Ecken, aber auch das gehört zu New York. die wird schon grüner, ländlicher hier draußen rauskommt. Die Häuschen. Sieht man jetzt mal was, ne? Ja. Avenue A. Hier kommt er wieder dazu. Leider meint es der Wettergott heute alles andere als gut mit uns. Kurz vor Coney Island fängt es an, wie aus Eimern zu schütten. Oh, aber jetzt plästert es richtig. Ja, ja. Aber da hinten wird es wieder heller, Schatz. Ja. Ja, das lieber jetzt mit Ja, das meine ich, ja. Da brauchst du nicht filmen, da siehst du eh nichts mehr. Als wir die Metrostation verlassen, hört es zwar immer wieder mal auf, aber unterm Strich fällt unser Ausflug an den Strand buchstäblich ins Wasser. Aufnahmen mit der Kamera waren da nicht drin, deshalb es gibt nur einen kurzen Bericht und ein paar Fotos. Wir laufen ein wenig durch die noch verlassenen Straßen und gehen runter zum Strand. Und kaum, dass wir am Regalman Boardwalk ankommen, der nächste heftige Schauer. Okay, es war eher ein Wolkenbruch. Wir flüchten uns in eine Bar am Strand und warten die schlimmsten Schauer ab. Es soll ja bald besser werden. Eigentlich wollten wir von Coney Island aus zum Smuggler's Food Market im Prospect Park. Der Regen hat unseren Zeitplan jetzt schon etwas durcheinandergewirbelt und ganz ehrlich, bei dem Wetter ist ein Besuch auf einem Food Market sicher auch alles andere als gemütlich. Also beschließen wir dann, uns von hier aus direkt Richtung Dumbo, unserem nächsten Ziel, aufzumachen. Bevor wir aber endgültig aufbrechen, wollen wir die Füße wenigstens kurz in den Atlantik halten, unsere persönliche Challenge. Und die haben wir geschafft, obwohl es jetzt nicht sehr angenehm war, über den schmutzigen Strand zu laufen. Slalom zwischen Glasscherben und Hundehaufen, naja, aber wir waren mal da. Next train hier. Meine Seite. 3 on the road in the city that never sleeps. Neon lights are dancing up the streets. Taxi cabs and skyscrapers is what we meet. Concrete jungle under our feet. Central Park was shining in the dawn. The Statue of Liberty gave us a heart. Subway rhythms carry us along. Every corner hums a different song. 3 on the road is chasing dreams under the New York sky, turning strangers into friends as we fly by. Echoes of the city sing our lullaby. In the heart of the hustle, we learn to fly. From Times Square's sparkle to Broadway's glow, every moment is a priceless show.
In a cafe, we find a friendly hello. New York City has given us its flow. Das sind doch so die typischen Häuser, die Dr. Alfred gewohnt hat, oder? Sag ich jetzt mal, ne? So die letzte Größe. Wir haben schon 2 Uhr wieder. Ja. Ja gut, wir haben jetzt auch 2 Stunden da vergammeln müssen durch den Regen, Schatz, ne? Vergiss das nicht, ne? Du siehst ja, dass es hier auch geregnet hat. We'll cry, we'll laugh beneath the city lights. Feel the pulse of life on crazy nights. In this town where everyone unites, chasing stars and neon heights. 3 on roads, chasing dreams under the New York sky. Turning strangers into friends as we fly by. Echoes of the city sing our lullaby. In the heart of the hustle, we learn to fly. Wir nehmen wieder die Metro und nach fast einer Stunde Fahrt kommen wir in der Nähe von Brooklyn Heights an und laufen quer durch Brooklyn runter nach Dumbo. Wir kommen an für uns wieder mal typischen und unerwarteten Sehenswürdigkeiten vorbei. Das unscheinbare Gericht hier ist tatsächlich eines der prominentesten in den USA und der ein oder andere berühmte Prozess fand hier statt. Der größte Prozess mit über 50 Zeugen war wohl der gegen El Chapo, der berüchtigte Anführer des mexikanischen Sinaloa-Kartells. Er wurde hier im Februar 2019 schuldig gesprochen und wegen Drogenhandel, Geldwäsche und Mord zu lebenslanger Haft plus 30 Jahren verurteilt. Das war sogar in Deutschland in den Nachrichten. Times Square sparkle to Broadway's glow. Every moment is a priceless show. In a cafe we find a friendly hello. New York City. Und dann sind wir auf der Washington Street. Der Blick auf die Manhattan Bridge zwischen den alten Lagerhäusern ist ein ziemlich bekannter Foto-Hotspot und es ist natürlich entsprechend voll, trotz immer wieder Regenschauer. Has given us its flow. We'll cry, we'll laugh beneath the city lights. Feel the pulse of life on crazy nights. In this town where everyone unites. Chasing stars and neon heights. Wie gestern da man muss das hoch sein, kommt Wasser. Ja. Logischerweise, ne? Guck mal, das wunderbar ein Typ hier. Wie es immer so ist, ne? Habe ich dir nicht gesagt. Ach, guck mal, wenn er Ja.
Stühle, Tische. Ja. Und hier hat dann auch das schlechte Wetter endlich ein Ende. Die Sonne kommt raus, es wird wieder mal ziemlich schwül und wir bummeln entspannt Richtung Brooklyn Bridge. Da muss man dann so drehen irgendwie. Ne, wir laufen jetzt hier unten lang und dann da hinten hoch. Ja. So oft laufen wir hier entlang. Unterwegs durch kleine Sträßchen kommen wir zufällig am Time Out Market vorbei. Steht auch auf unserer Liste, da gibt es wohl nämlich eine tolle Rooftop-Terrasse. Vier möglich. Unmöglich. Das ist auch so ein Markt, ne? Ich will nicht durchlaufen. Ja, alles gut. Aber wir mal durchlaufen, oder? Wir schlendern durch den Time Out und genießen diese ganz besondere Atmosphäre. Wir lieben diese Food Halls, eine große Auswahl an Bars, Cafés und Restaurants, dazu noch Geschäfte und Ausstellungen, die sogar uns gefallen. Hä? Ist mit ganz filigranen diesen Silberdraht am Flechten. Und macht daraus Schmuck. Ah, schau, das ist so. Das könnten wir doch gut stehen, also. Ja. Da ist Ausgang. Und plötzlich steht uns der Sinn gar nicht mehr nach gemütlicher Einkehr. Wir wollen weiter und heben uns die Terrasse für einen Besuch irgendwann in der Zukunft auf. Denn eines können wir jetzt schon mit Gewissheit sagen: New York sieht uns nicht zum letzten Mal. Besonders hier in Brooklyn und Dumbo gefällt es uns außerordentlich gut. Hat was von einer Kleinstadt und das mitten in dieser Megametropole. Mir gefällt mir die eigenen Gebäude besser, teilweise. Ja. Ne? Ich will nur mal wieder meine Brille wechseln. Nichts gegen Wolkenkratzer, aber Ja, das hat so was Heimeliges, ne? Da an der Straße. ja. Naja, so, wir kommen jetzt wieder da und laufen dann da hinten hoch. Jetzt, wenn du nämlich jetzt wieder links guckst, dann hast du wieder die Manhattan Bridge. Wir müssen jetzt aber rechts hoch. Wir müssen hier hochlaufen. Bis da, wo du vorhin dort. Das ist wieder das berühmte Foto hier. Aber jetzt kannst du mal noch eins machen, wo die Sonne scheint.
Wir machen nochmal einen kleinen Abstecher nach Dumbo im Sonnenschein und dann geht es zum eigentlichen Highlight unseres Tages, der Spaziergang über die Brooklyn Bridge zurück nach Manhattan. Der würde jetzt allerdings hier den Rahmen sprengen, deshalb haben wir unsere Aufnahmen mit der 360-Grad-Kamera in einem separaten Film zusammengeschnitten. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung und dann kannst du direkt im Anschluss mit uns über diese geschichtsträchtige Brücke laufen und mit uns die Ausblicke genießen. Ein Spaziergang über eines der bekanntesten Wahrzeichen von New York ist schon ein Must-Do, wenn man hier ist. Zumindest einmal sollte man hier rübergelaufen sein, also finden wir. Wieder in Manhattan gönnen wir uns erstmal einen der leckeren Milkshakes an einem Eistruck und beobachten das Treiben um uns herum, bevor wir einen Bummel durch und um den City Hall Park machen. Einer dieser schönen kleinen Ruheoasen mitten in dem ganzen Trubel. Man vergisst förmlich, dass man in der größten Stadt der USA ist. Das hier ist die City Hall wahrscheinlich. Mit der. Ja. Aber wahrscheinlich sind wir wieder auf der falschen Seite. Ja, aber sind wir erstmal mit dem Eingang. Haben wir Weil die Justiz ja nach vorne guckt. Aha, also gebaut von 1803 bis 1812. Das ist eine der ältesten kontinuierlichen als City Hall gebrauchten Gebäude. Direkt eine Ruhe hier, wo du nur ein paar Meter weg bist. Ja, hallo. Die sind aber hier zutraulich, ne? Das ist nicht eigentlich drin Canyon? Ja. Ne, wir haben leider nichts. Kommt noch eins. Guck mal, wie viele. Unsere sind rot und die sind Ja, ja, braun. ne? Aber so zutraulich, unter Ränder weg, oder? Ja, ja. Wildlife. Der hat gerade Menschen gemacht, Ja, sozusagen. der wollte was haben. die kennst du doch. Ich habe ja leider nichts. Dass sie so zutraulich sind, ne? Ja. Im Grand Canyon sind sie dir hinterhergelaufen. Ja, ja. Komm spazieren. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dir eine Nuss mitgebracht. Ja, nur. Was soll man denn da wissen, ne? Jetzt wissen wir es. Echt schon eine Stadt, mein Gott. Wir sind erst den zweiten Tag hier und schon finde ich sie mit den Lämpchen so schön, die U-Bahn-Dinger da so gemacht, ne? Aber guck mal, eine andere Polizei, das sieht anders aus. Ja. So geil. Wie die es damals schon gebaut haben, ne? Wahnsinn, ne? Schon genial, ne? Ja, ein bisschen geil. Hier, da ist das große Hasen. Ach da! Was auch immer das so darstellen soll. Hm. Ein Einbeinhase. Irgendwelche Künstler, irgendwas, Ja, ja. da ist ja auch sowas. Okay. Kleine Oase. Ja. Bei den Lampen dazu an den Ja, Springbrunnen, oder? super schön. Mail Street, nicht Main Street. Das ist toll. Ja, irgendein Künstler gemacht. Ja. Kunst, Bänke und ein großer Springbrunnen verführen einen zum Innehalten und Durchatmen. Okay, bekanntermaßen haben wir es nicht so mit der Kunst, aber dieser kleine Park gefällt uns und aus dem kurz mal Durchlaufen werden fast 1,5 Stunden. Unglaublich. Mittendrin liegt, wie der Name schon sagt, die City Hall von New York, zu gut Deutsch das Rathaus. Uns nervt zwar, dass mal wieder alles hinter Zäunen und Plakaten verschanzt ist, aber ändern können wir es nicht. Und trotzdem ist dieses Rathaus seit der Fertigstellung 1811 immerhin das älteste und seitdem durchgehend genutzte Rathaus in den USA. Sieht ja auch. Ja. Ne? Also eingebaut, also das hast du alles verbaut, ne? Gott, ey, wie kommst du auf die Staunen raus? Ja, ist halt, ne? New York. Wir sind ja jetzt hier nicht in Kassel oder so. Oder Paderborn, genau. Ja. Ja, da sind wir einmal rumgelaufen. Ja.
ist wieder warm. Achtung, hier ist das U-Bahn-Schächte. Zum nächsten Ziel wäre es von hier eine gute Stunde Fußmarsch und ganz ehrlich, da haben wir jetzt gerade keine Lust zu und wozu haben wir unsere Metrocards? Hey! Wenn du dich beeilst, kriegen wir die noch. Da steht die 6. Also eine Fahrt von etwa 15 Minuten, kurzer Fußmarsch über die berühmte Park Avenue und dann sind wir vor einem der sicher bekanntesten Gebäude in Mal Manhattan. wieder überraschend, wo du rauskommst, ne? Park Avenue ist auch was Kleineres. Ja, das sieht man auch hier schon. Ja, hier wohnen keine armen Leute. Renovierungsarbeit. Ja, das weiß man ja nicht, wenn es eine Galerie ist. Ja, stimmt auch wieder. Das sind aber auch überall sind Pförtner oder was unten, Ja. ne, am Sitzen oder so. Ja, Ja, nennt sich das hier. ich weiß. Für uns ist ein Pförtner, oder? Das Flatiron Building, leider eingerostet. Aber ein imposanter Anblick. Das Flatiron Building wurde 1902 fertiggestellt und war eines der ersten Wolkenkratzer in New York City. Flatiron heißt übrigens Bügeleisen und das Gebäude heißt so, weil die Form eben einem Bügeleisen Sieht gleicht. gut aus. Das ist Avenue hier. Oder Broadway, kann ich nicht auch. Das ist scheiße mit dem Gerüst, ne? Ja. Ist schon ein geiles Gebäude, ist es schon Ja. irgendwo, ne? Aber da siehst du mal auf die Stadt, ist immer ganz nett. Ja. Gleich gegenüber vom Flatiron liegt noch ein Park. Man mag es kaum glauben, aber es gibt so viele davon. Dies hier ist der Madison Square Park und einer der bekanntesten Orte hier ist der erste Shake Shack. Darum ist ein Hype entstanden, ähnlich wie bei In-N-Out, also müssen wir ja da auch mal unbedingt hin. Angeblich gibt es hier die besten Burger ever. Aber die Schlange war ewig lang und unsere Mägen knurrten langsam. Also haben wir heute lieber auf das Shake Shack Erlebnis verzichtet. City of the heart, you live in me. New York shines like never before. Every step Es ist längst Abend geworden, die Füße schmerzen dann doch langsam und wir beschließen, mit der Metro zurück ins Hotel zu fahren. Erwähnte ich schon, dass der Schrittzähler für heute 13,8 Kilometer anzeigt? Wahnsinn, das kam uns gar nicht so viel vor. Unseren Spaziergang über die Brooklyn Bridge findest du natürlich in unserer Playlist oder du klickst einfach auf den Link in der Beschreibung. Wenn dir unsere New York Moments am zweiten Tag gefallen haben, dann zeig es uns mit einem Like und bleib am Ball, indem du uns abonnierst. Du verpasst so keine Videos und unterstützt dadurch unsere Arbeit. Danke dafür und danke, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal.